Heute machen wir etwas, was es auf diesem Kanal noch gar nicht gab. Wir werden Azure verlassen und schauen uns heute einmal die deutsche Alternative an, nämlich die Stackit Cloud. Ich möchte dir heute zeigen, wie du mit Terraform in Stackit Ressourcen erstellen kannst und am Ende auch ein Remote Backend für Terraform in Stackit bereitstellen kannst mit dem Stackit Object Storage. Also ein kleiner, direkter Einstieg für alle, die bereits Terraform kennen und in die Welt von Stackit einmal eintauchen wollen. Falls du Stackit noch nicht kennst, Stackit ist die Cloud-Plattform der Schwarzgruppe, die hinter Lidl und Kaufland stecken. Ein europäischer Public Cloud-Anbieter, gebaut auf Open-Source-Technologien mit Rechenzentren in Deutschland und Österreich. Im Prinzip die deutsche Antwort auf US-Hyperscaler. Es soll halt auch gar nicht darum gehen, ob Stackit die bessere Alternative ist zu US-Hyperscalern oder ob wir überhaupt noch US-Hyperscaler verwenden sollten. Das sind Themen, die wir gerne mal in einem anderen Video besprechen können. Heute soll es darum gehen, wie du mit Terraform Stackit verwenden kannst und im Prinzip als alter Terraform-Hase auch in Stackit arbeiten kannst und einfach mal siehst, was es da so für Möglichkeiten gibt. Das Gute ist, wenn du bereits Terraform kannst, dann ist Stackit hier im Prinzip nichts Neues für dich. Denn wie auch bei den anderen Anbietern haben wir einen Provider, den wir verwenden können, der recht gut dokumentiert ist. Und der Vorteil bei Stackit ist, dass wir bereits im Object Storage einen S3-kompatiblen Bucket haben und dadurch keinerlei Notwendigkeit besteht, irgendwas manuell anpassen zu müssen. Im Prinzip funktioniert alles out of the box, wie es sein soll. In diesem Video zeige ich dir 3 Dinge. Erstens, wie du den Stackit Terraform Provider einrichtest und deine erste Ressource provisionierst. Zweitens, wie du Credentials und Zugriff für diesen Object Storage erstellst. Und drittens, wie du Stackit Object Storage als Remote Backend konfigurierst, damit dein State sicher, versioniert und teamfähig wird. Und wenn du in Zukunft auch mehr Videos zu Stackit haben möchtest, dann folge dem Kanal, denn hier wird es in Zukunft nicht mehr ausschließlich um Azure gehen, sondern wir werden uns auch Alternativen anschauen, wie zum Beispiel Stackit. Wenn du sonst auch Fragen hast oder andere Dinge aus dem Stackit-Universum sehen möchtest, schreib es mir gerne in die Kommentare, dann werde ich das in einem der nächsten Videos zeigen. Aber bevor wir loslegen, lass mich eine Sache klarstellen. Der Stackit-Provider hat so ein paar Eigenheiten, die mich am Anfang einige Zeit gekostet haben und ich möchte, dass dir das Ganze erspart bleibt. Also, los geht's. Wenn du noch komplett neu bei Stackit bist, ist natürlich der einfachste und beste Schritt, einmal mit der Dokumentation zu beginnen. Dafür gehst du auf docs.stackit.cloud und siehst dann die folgende Seite. Hier kannst du einerseits zum Beispiel die ganzen Produkte dir anschauen, die es aktuell gibt. Zum Beispiel unter Databases gibt es MariaDB, MongoDB Flex, OpenSearch, PostgreSQL Flex, Redis und SQL Flex. Oder du gehst direkt aufs Getting Started, um dann eben auch starten zu können. Und hier findest du dann die Anleitung, wie du Zugriff auf das Portal bekommst. Du kannst das Ganze natürlich Schritt für Schritt in der Dokumentation machen. Ich werde das Ganze dir jetzt hier einmal schnell zeigen, wie du das Ganze auch ohne Dokumentation machen kannst. Dafür gehst du auf portal.stackit.cloud und siehst dann die folgende Login-Seite. Wenn du bereits einen Nutzernamen hast und einen Account, kannst du dich natürlich anmelden und wenn nicht, dann klickst du einmal auf Konto erstellen. Wenn du auf Konto erstellen klickst, gibst du ein paar Daten an, das habe ich bereits alles gemacht. Und hier ist wichtig, wenn du deinen Account fertig eingerichtet hast, wird dieser erst manuell freigegeben. Das heißt, es kann etwas dauern, bis du dann damit arbeiten kannst. Dementsprechend mach das direkt am Anfang des Videos, denn es kann am Ende ein paar Minuten dauern, bis das Ganze durch ist. Zumindest als ich mir damals meinen Account gemacht habe. Ehrlicherweise kann es auch sein, dass es mittlerweile wieder anders ist. Wenn du dich dann eingeloggt hast, dann siehst du die folgende Seite und dann bist du im Prinzip auch schon im Stackit-Portal. Du siehst die Übersicht deines Projektes, dann siehst du jetzt zum Beispiel eine Projekt-ID, eine Organisations-ID und auch einen Organisationsnamen und du siehst so ein paar Informationen, wie denn der aktuelle Stand ist. Auf der linken Seite siehst du dann auch sowas wie das Cost-Dashboard, du siehst sowas wie den Marketplace, die Ressourcen, die du bereits verwenden kannst, also Datenbanken, Data und AI gibt es bereits auch und wie du hier siehst, auch einige neue schon. Messaging mit RabbitMQ, Logging, Computing und so weiter und so fort. Schau dich hier gerne einmal durch und wir fokussieren uns heute natürlich auf den Storage, also auf den Object Storage. Den findest du unter Computing und kannst dann auf Object Storage klicken. Bei dir wird das Ganze wahrscheinlich noch nicht so aussehen, denn du musst im ersten Schritt einmal Object Storage enablen. Wenn du das Ganze gemacht hast, siehst du dann die folgende Seite und kannst dann von hier aus weiter arbeiten. Unter Buckets findest du dann alle Buckets, die wir verfügbar haben. Wie du hier siehst, gerade sind noch keine Buckets drin. Und das würde ich sagen, ist jetzt der erste Schritt, den wir versuchen, einen Bucket via Terraform bereitzustellen. Und dafür müssen wir unseren Provider konfigurieren und unsere erste Ressource erstellen. Ich habe gerade Visual Studio Code geöffnet und hier erst einfach mal ein Main Terraform File erstellt. Und wie das
klassisch der Fall ist, als allererstes geben wir einmal an Terraform und die Required Providers. Und hier können wir dann auch schon direkt den ersten Provider hinzufügen, den wir heute brauchen. Und das ist der Stackit Cloud/Stackit Provider. Die aktuellste Version ist 0.78.1 und diese würde ich dir auch einfach empfehlen zu nehmen. Oder eben, wenn es mittlerweile eine neuere gibt, auch gerne die. Ich habe gesehen, diese Version wurde gerade vor einer halben Stunde veröffentlicht, die davor vor 3 Tagen. Also die wird auch gerade relativ viel deployed. Dementsprechend nutze gerne auch neuere Versionen. Nachdem wir dann den Provider hier ausgewählt haben, wird im letzten Schritt dieser noch konfiguriert. Und hier ist wichtig, dass du die Default Region angibst, die ist standardmäßig bei EU01 und den Pfad zu deinem Key von dem Service-Account, den wir jetzt noch im Portal erstellen wollen. Wie du hier siehst, diese Datei habe ich ebenfalls schon in meinem Ordner hier verfügbar und diesen habe ich hier auch einfach dann angegeben und damit ist die Einrichtung im ersten Schritt schon fertig. Wenn du das Ganze aber jetzt ausführen würdest, würde es zu einer Fehlermeldung kommen, weil du ja dieses File noch gar nicht hast und das würde ich sagen, erstellen wir jetzt im nächsten Schritt. Um diese Datei zu erstellen bzw. herunterladen zu können, gehst du ganz unten auf die Service Accounts. In den Service Accounts siehst du hier jetzt zum Beispiel einen Service Account, den ich erstellt habe und hierfür klickst du auf Create Service Account, gibst eine E-Mail-Adresse an, das kann irgendwas sein, wie du hier siehst, zum Beispiel My Service Account und wenn ich das hier einfach mal mache, dann wirst du sehen, dass ein neuer Service Account erstellt wird und wenn du auf diesen dann draufklickst, kannst du dann auch hier schon Tokens erstellen. Unter dem Reiter Service Account Keys kannst du dann einen neuen Schlüssel für diesen Service Account erstellen. Dafür klickst du einfach auf Service Account Schlüssel erstellen, gibst an Schlüsselpaar generieren. Jetzt kannst du theoretisch noch ein Ablaufdatum hinzufügen, wenn du beispielsweise nur für einen gewissen Zeitraum das Ganze verfügbar machen möchtest. Für unseren Fall reicht das Ganze aber auch optional. Du drückst auf Erstellen und jetzt wird dir hier schon im Prinzip das File angezeigt, was du benötigst. Für unseren Fall brauchen wir einfach nur herunterladen JSON, klicken drauf und dann siehst du, dass das ganze File schon heruntergeladen ist und dann packst du das Ganze einfach in den Ordner, wo dein Main-File ist und wenn du das File dann in deinem Ordner gespeichert hast, kannst du auch schon Terraform init ausführen und schauen, ob das Ganze funktioniert. Und wenn du das File dann hier hinzugefügt hast, kannst du einmal mit Terraform init das Ganze ausführen und schauen, ob auch alles funktioniert. Du siehst jetzt, der Provider wird initialisiert und es scheint alles geklappt zu haben, denn wir sehen hier die Meldung Terraform has been successfully initialized. Das ist wichtig, denn jetzt können wir damit arbeiten und erste Ressourcen in Stackit aufbauen. Im ersten Schritt könnten wir zum Beispiel einen Object Storage mit Hilfe von Terraform erstellen und schauen, ob wir denn jetzt auch diese Ressource in Stackit erstellen können mit Terraform und natürlich als allererstes einmal mit einem Backend, was wir lokal haben und nicht remote zum Beispiel in Stackit dann haben. Dafür gibst du einfach an Resource Stackit Object Storage Bucket. Das ist dann im Prinzip der Bucket innerhalb unseres Stackit Object Storage. Hier können wir dem Ganzen noch einen Namen geben, zum Beispiel Backend Bucket und dann können wir hier eben auch sagen, das Ganze ist der Backend Bucket FLZ. Hier ist noch wichtig die Projekt-ID, die musst du angeben, die findest du auch in einem Stackit-Portal. Und wenn du das alles gemacht hast, können wir schon einmal einen Plan machen und schauen, ob alles funktioniert. Dafür gibst du einfach an Terraform Plan, drückst auf Enter und nun solltest du sehen, welche Ressourcen erstellt werden. Und das ist genau das Richtige. Wir möchten einen Object Storage erstellen und können das Ganze jetzt natürlich auch mit Terraform Apply ausführen. Geben noch an Yes und schon wird das Ganze für uns in Stackit erstellt. Das hat jetzt super schnell funktioniert. Wir sehen hier Apply Completed, Resource 1 Added. Und wenn wir jetzt einmal ins Portal wechseln und nochmal unter Object Storage gucken und auf Buckets klicken, dann sehen wir hier, dass unser Bucket erstellt worden ist, nämlich der Bucket Backend Bucket FLZ, den wir gerade mithilfe von Terraform erstellt haben. Du hast jetzt gesehen, wie wir Terraform für Stackit konfigurieren konnten, sodass wir jetzt unsere ganzen Infrastrukturen in Stackit erstellen könnten. Du hast auch gesehen, wie wir unseren ersten Bucket erstellen konnten und jetzt wäre es natürlich super, wenn wir diesen Bucket auch als Remote Backend für Terraform verwenden können. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch an. Um nun diesen Bucket als Backend für Terraform bereitzustellen, musst du nochmal zurück ins Terraform natürlich und dort das Ganze konfigurieren. Im ersten Schritt können wir in unserem Terraform-Block das Backend S3 hinzufügen. Wichtig ist hier, S3 ist zwar so gesehen eigentlich der Storage bzw. der Bucket von AWS, aber der S3-Standard wird auch von Stackit verwendet für den Object Storage, weshalb wir hier S3 verwenden können, weil das Ganze kompatibel ist. Im nächsten Schritt geben wir dann an, wie dieser Bucket heißt und in unserem Fall ist das Backend Bucket FLZ mit dem Key Statefile. Der Key ist nachher so gesehen der Dateiname, das werden wir uns auch noch anschauen und den müssen wir hier einfach angeben, da kannst du einen frei wählbaren Namen auswählen. Dann müssen wir noch den Endpunkt angeben für S3.
Hier ist es https://object.storage.eu01.onstackit.cloud. Und auch noch die Region, auch hier wieder EU01. Dann müssen wir noch ein paar Validierungen skippen. Die sind aktuell nicht kompatibel mit dem Object Storage, sondern das sind AWS-Eigenheiten. Deswegen setzen wir das Ganze hier einfach auf True, damit das Ganze dann aber auch funktioniert. Und im letzten Schritt müssen wir noch einen Secret Key und einen Access Key anlegen. Diesen haben wir aktuell noch nicht, aber den erstellen wir jetzt eben auch nochmal im Portal. Im Portal gehst du dann auf Credentials und Groups und hier siehst du dann die Gruppen und aktuell gibt es nur eine Default-Gruppe, mit welchen du dann auf den Object Storage zugreifen kannst. Wir erstellen jetzt eine neue Gruppe, nennen das Ganze zum Beispiel Terraform und klicken auf Create. Wenn dann alles erstellt worden ist, können wir auch auf diese Gruppe klicken und dann unter Credentials neue Credentials für diese Gruppe erstellen. Dafür klickst du dann auf Create Credentials und dann wird ein Access Key und ein Secret Access Key erstellt. Du kannst auch hier nochmal Expiry angeben, ob Never oder mit einem gewissen Datum. Wir lassen hier wieder Never und klicken einfach auf Create. Dann, und das ist jetzt ganz wichtig wieder, werden dir der Access Key und der Secret Access Key angezeigt und diese solltest du kopieren und irgendwo speichern, denn sobald du dieses Fenster schließt, wirst du diese Informationen nicht mehr wiederfinden. Wir verwenden die jetzt einfach einmal direkt, denn ich werde das Ganze nachher wieder löschen und dementsprechend ist das gar kein Problem. Aber natürlich, wenn du das jetzt Ganze produktiv verwenden würdest, wäre es gut, das Ganze irgendwo in einem Secret Vault oder ähnlichem zu speichern, One-Password oder sowas. Hauptsache, dass es nicht sichtbar ist für jeden und dass es eben gespeichert ist irgendwo. Ich habe das Ganze hier jetzt noch angegeben. Du hast gerade gesehen, Access Key DEE und das hier ist der Secret Key mit MSR am Anfang. Und jetzt können wir das Ganze nochmal neu initialisieren, also mit Terraform init. Und was jetzt passiert, dass dieses Backend eingerichtet wird, beziehungsweise du siehst hier schon, do you want to copy existing state to new backend? Das heißt, Terraform hat erkannt, wir haben ein neues Backend angegeben, dieses Backend wurde initialisiert oder wird gerade initialisiert und jetzt fragt Terraform, ob wir unseren aktuellen State in den Remote State kopieren wollen und das macht natürlich Sinn zu machen, dementsprechend gebe ich an Yes und jetzt wird dieses Remote Backend bereitgestellt, die Dateien rüber kopiert und ab sofort ist dieses gesamte Backend nicht mehr lokal, sondern in Stackit verfügbar. Und das soll es damit für heute gewesen sein. Ich habe dir gezeigt, wie du mit Terraform deine ersten eigenen Ressourcen in Stackit erstellen kannst. Wir könnten uns jetzt natürlich noch anschauen, wie diese Datei wirklich im Bucket liegt. Dafür gibt es Tools wie zum Beispiel S3CMD. Das ist ein Kommandozeilentool, was dir anzeigt, welche Dateien in deinem Bucket vorhanden sind. Und dieses Tool können wir uns auch einmal in einem nächsten Video anschauen, wie wir dort navigieren können, Dateien finden können etc. Wir haben zusammen den Provider ausgewählt, unseren ersten eigenen Bucket erstellt und dann auch diesen Bucket als Backend konfiguriert für Terraform. In den nächsten Videos werden wir uns auch noch mehr mit Stackit beschäftigen. Es soll hier nicht mehr ausschließlich nur um Azure gehen, sondern um Cloud im Allgemeinen. Wenn du Fragen dazu hast, gewisse Dinge in Stackit sehen möchtest oder auch in Azure, schreib es mir gerne in die Kommentare und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, freue ich mich über ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!